Ja, hallo zusammen. Nun ist sie da, die Drohne. Die DJI R2S. So, da bin ich mal gespannt. Es ist noch nicht geöffnet, das Paket. Das Messer ganz kurz, das Cuttermesser, und dann öffnen wir mal. So. Dann schauen wir mal. Das ist übrigens die DJI Combo mit Smart Controller. Wenn wollte ich einen schönen Bildschirm haben an der Fernbedienung, damit man auch gut was sehen kann. So, nehmen wir das mal hier raus. Sehr gut verpackt, gar nicht mal leicht. Nicht schlecht. So, dann schauen wir mal. Das sieht schon recht gut aus. Ja. Dann gucken wir mal, ob auch alles da drin ist. Einmal nach oben. Jawohl. Ja, oh. Das sieht schon gar nicht mal schlecht aus. So. Aha. Da ist die Tasche. Oder ist gleich alles in der Tasche drin? Mal zeigen. Das nehmen wir doch mal so raus. Ah ja. Da ist schon alles drin. Mhm. Ja. Das ist eine schöne Umhängetasche. Kann man sich sicherlich passend einstellen. Das kann auch mal weg. Ja, kann man auch gut mitnehmen. So, hier werden wahrscheinlich die Bedienungsanleitung und ähnliches sich drin befinden. Schauen wir gleich mal rein. Erstmal das Wichtigste. Aha. Aha. Hier macht man es auf. Ja. Da kommt schon das gute Stück zum Vorschein. Das ziehen wir mal raus. Ja. So sieht's aus. Geschützt. Ja. Da gucken wir gleich mal, was da noch alles drin ist. Das sieht nach der Fernsteuerung aus. Sehr schön. Oh ja. Genau, so kriegen wir das ab. Und da ist sie auch schon. Und genau so wollte ich das auch haben. So. Da ist noch ein Karton. Irgendwo müssen die anderen Akkus ja sein. Ja. Okay. Ja, Schaumstoff als Schutz. Die Tasche ist gar nicht mal schlecht. Mit vorne noch ein Reißverschluss. Hier kann man auch noch was reinstecken. Ja, super. Dann würde ich sagen, lese ich mir erst einmal die Bedienungsanleitung durch, bevor ich da irgendwas falsch mache. Hier ist das Kabel, die Akkus, ja, Ladegerät, ja. Sind recht klein, aber fein. So, inzwischen habe ich die Bedienungsanleitung mir da ausgedruckt und relativ gut durchgelesen.
Einmal von der Drohne, einmal von dem Smart Controller. Da gibt es auch einiges nachzulesen und das ist nicht verkehrt und macht auch Sinn, da einmal reinzuschauen. So, dann können wir einmal den Controller einschalten. Die Antenne nach vorne. Hier hinten sind übrigens Ersatzsteuerknüppel bei, falls mal einer verloren geht. Hat man immer noch einen Ersatz und ist nicht aufgeschmissen. So. Jawohl. So, er zeigt rot an, weil noch keine Drohne eingeschaltet ist und die Verbindung nicht da ist. Dann schauen wir mal. Alle Akkus sind voll, alle 4 Lämpchen leuchten. Und dann etwas länger drauf drücken. Hat etwas gedauert, aber es hat funktioniert. Normalerweise geht es schneller. Ich weiß nicht, was er hatte. Alles Platz ist da. So. Solange alles grün leuchtet, ist alles gut. Gelb oder rot wäre nicht so gut. Also Akku ist voll. Man könnte jetzt auf Fly drücken oder machen wir einfach mal, damit wir ein Bild haben. Das ist doch recht schön. Auf Fliegen drücken. Und dann sollte das Bild da sein. Jawohl. Hier ist übrigens, die Drohne scannt beim Starten den Untergrund. Und beim Landen könnte es mal etwas dunkler sein, eventuell dann ist ein Suchscheinwerfer sozusagen da, der den Untergrund beleuchtet, damit er den ein bisschen genauer scannen kann. So sieht man es vielleicht und ich schalte den mal ein. Jawohl. Da ist er. Ja, recht stark, recht hell und so kann er dann besser sehen, wo die Drohne landet. Die scannt es genau und wenn der Untergrund nicht in Ordnung ist, dann würde sie nicht landen und in einer Höhe von 50 cm circa stehen bleiben. Jo, das war's, das erste. Das zweite wäre, wir müssen mal einen Testflug machen. Und das machen wir jetzt. Der erste Drohnenstart. Auf geht's. Und wie in der Beschreibung steht, erstmal bei 7 Meter stehen bleiben, damit die Drohne den Landeplatz auch richtig scannen kann. Und dann ging es ein bisschen ab in die Landschaft. Wie man sieht, bin ich hier ein bisschen weiter weggeflogen und ein bisschen nach links und rechts nachher und dann wusste ich nicht mehr genau, wie komme ich denn jetzt zurück. Da gibt es bei dem Controller unten einen Lageplan, den kann man aufrufen und kann dann genau sehen, wo ist der Startplatz bzw. Landeplatz. Und wo bin ich gerade, in welche Richtung fliege ich und wie steuere ich am besten zurück. Das zeige ich euch gleich nochmal, damit ihr das direkt auf der Karte sehen könnt. Eine ganz tolle Sache.
Was ich unbedingt üben wollte, das Umfliegen eines Objekts, hier zum Beispiel einen Baum, den man gut umfliegen kann, aber manuell. Nicht einfach auf Umkreisen drücken, sondern manuell steuern. Das wollte ich üben, dass man andere Objekte auch mal manuell abfliegen kann. Da gehört natürlich etwas Übung dazu. Beim ersten Mal war es noch nicht ganz so perfekt, beim zweiten Mal wurde es schon besser. Zwei Dinge sind mir aufgefallen, die man als Kritikpunkt erwähnen kann. Und zwar das Umkreisen ist, also das automatische Umkreisen ist nur mit 30 Bilder pro Sekunde möglich. Bei 50 Bilder oder 60 Bilder ist es nicht machbar. Auch das Verfolgen und so weiter, die ganzen Automatikfunktionen sind nur mit 30 Bilder möglich. Das ist schade. Der zweite Punkt ist, wenn ich abfliege, wird die Höhe ja angezeigt. Ich fliege auf 5 Meter als Beispiel, wird 5 Meter angezeigt. Fliege ich aber jetzt den Hang hinunter, dann zeigt er auf einmal -5 Meter an, weil ich eben den Berg runtergeflogen bin. Das heißt, man geht immer von der Höhe des Startpunktes aus. Das ist natürlich zur Orientierung, wenn man, sagen wir mal, 5 Meter über ein Feld drüber fliegen will, nicht so ganz günstig. Aber es ist halt so. Hier bin ich einmal auf 100 Meter hochgestiegen, das heißt sogar ein bisschen drüber, da kommt gleich eine rote Warnung und sobald man wieder auf 100 Meter runter geht, ist alles wieder gut. Aber ich wollte es einmal testen und es ist ein schöner Ausblick.
So, hier ist nun der vorhin erwähnte Lageplan. Hier sieht man genau der blaue Pfeil, das ist die Drohne. Und da hinten unter H ist der Start-Landeplatz. Wenn man nicht mehr weiß, wo man ist, dreht man die Drohne einfach so lange, bis die Spitze Richtung rote Linie ist. Und die rote Linie ist der direkte Weg zum Start-Landeplatz. Eine ganz tolle Sache, die sie sich da haben einfallen lassen. Hier habe ich einfach mal ein paar Automatikfunktionen wie das Umkreisen getestet, aber wie schon erwähnt in einer geringeren Qualität. Wenn es eben geht, werde ich es demnächst manuell versuchen. Je öfter man es macht, je besser kann man das auch. Ja, da werde ich bestimmt noch so einige Male rausfahren, um zu üben. Aber fürs Erste, denke ich, war das mal gar nicht so schlecht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen für das erste Video und ihr habt ordentlich Informationen bekommen. Und ich darf mich hiermit von euch verabschieden. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.